Warcraft Fußball. Ein Spiel wie kein anderes auf der Welt. Und ein Spiel, das nostalgisch macht. Aber bevor ich genauer darauf eingehe, habe ich hier erstmal ein paar Impressionen für euch. Na gut, vielleicht denkt ihr euch gerade, was ist das denn für ein komisches Spiel? Vielleicht findet ihr auch die Grafik ein bisschen bescheiden, aber es handelt sich hier halt um kein brandaktuelles Spiel. Und Warcraft Fußball ist nicht mal ein eigenständiges Spiel an sich. Es handelt sich hier quasi um ein modifiziertes Minigame von Warcraft 3. Und Warcraft 3, was ja eigentlich ein Echtzeitstrategiespiel ist, ist mittlerweile schon ungefähr 14 Jahre alt. Ich habe in einem Video ja schon mal erzählt, dass Warcraft 3 mein absolutes und längst gespieltes Lieblingsspiel war. Einer der Gründe war Warcraft Fußball. Und das ist wiederum nur eines von tausenden von anderen Minigames. Möglich gemacht hat's der World Editor von Warcraft 3. Das war so gesehen eine Software, durch die man neue Welten erstellen und das Spiel modifizieren und umprogrammieren konnte. So entstand in Warcraft 3 dann unter anderem auch ein Fußballspiel. Die allererste Version müsste es schon 2002 gegeben haben. Damals hieß das Game noch World Cup of Warcraft. Und das sah so aus. Doch das Spiel wurde zum Glück dann irgendwann weiterentwickelt. So lange, bis sogar richtige Tormodelle und Linien eingefügt wurden. Für die Weltmeisterschaft 2014 gab es sogar eine extra Version, bei der ich mitgewirkt habe. Ich habe damals nicht nur ein paar Ideen beigesteuert, sondern zum Beispiel auch das Vorschaubild und den Ladebildschirm gestaltet. Überhaupt angefangen Warcraft 3 zu zocken habe ich 2005. Erst circa ein Jahr später bin ich zufällig auf dieses Fußballspiel gestoßen. Und da ich ohnehin generell fußballverrückt bin, konnte ich mich dafür schnell begeistern. Eines Tages traf ich dann in einem öffentlichen Game einen Pro-Gamer in Warcraft Fußball. Einer, der mich dermaßen abgezogen hat, dass ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Ich dachte zuvor noch, ich hätte herausgefunden, wie man Warcraft Fußball spielen müsste. Aber ich wusste nichts. Das Spiel war so viel komplexer und facettenreicher und je mehr mir das bewusst wurde, umso mehr hat mich das Spiel noch weiter in seinen Bann gezogen. Durch diesen einen Pro-Gamer traf ich dann schließlich auf eine kleine, nette Warcraft-Fußball-Community, zu der ich seither angehört habe. Es war der Beginn einer richtig coolen Zeit. Vor allem, weil ich dort viele nette Leute kennengelernt habe. Zu ein paar Leuten habe ich sogar bis heute noch Kontakt, auch wenn man mittlerweile keinen Warcraft-Fußball mehr zusammenzockt. Jedenfalls war damals jedes Spiel herausfordernd und ein Riesenspaß zugleich. Ich konnte immer etwas lernen, zum Beispiel, dass es Tastenkombinationen und besondere Moves gibt. Irgendjemand musste wohl mal aus Zufall herausgefunden haben, dass man auch mit den Tasten V und Z schießen und bei diesem Flachschuss sogar die Schussstärke beeinflussen kann. Oder dass man unter gewissen Bedingungen, wenn der Ball nämlich von oben kommt, beim richtigen Timing mit der Taste X eine Art Lupfer spielen kann. Über die Jahre wurden wir natürlich alle immer besser und die Moves immer schneller und spektakulärer. Irgendwann sah es nur noch so aus, als würde man mit dem Ball durch die Luft fliegen. Aber das hat auch irgendwie die Einzigartigkeit ausgemacht. Es hatte zwar noch die Grundzüge von Fußball, aber darüber hinaus halt seine Eigenheiten. Und das war auch gut so. Und was auch gerade so besonders an Warcraft Fußball ist, dass man nur einen einzigen Spieler spielt. Und da jeder Spieler dieselben Attribute und Fähigkeiten besitzt, hat jeder dieselben Voraussetzungen. Es kam deshalb natürlich sehr darauf an, wie gut man spielt. Wobei es zumindest eine Charakterfrage war, was einem besser lag oder was einem mehr Spaß gemacht hat. Eine offensivere oder defensivere Rolle. Heute ist Warcraft Fußball leider genauso tot wie Warcraft 3 an sich, was ich natürlich sehr schade finde. Das Spiel hatte eigentlich viel Potenzial und wir haben uns ziemlich bemüht, Warcraft 3 so lange wie möglich am Leben zu halten. Es gab immer wieder organisierte Spiele und Turniere, ein eigenes Forum und natürlich auch einige YouTube-Videos. Stand auch mal im Raum, das gleiche Fußballspiel für Dota 2 zu programmieren, aber in dieser Richtung ist am Ende nichts mehr passiert. Tja, es war wie gesagt eine extrem coole Zeit, an die ich mich immer wieder gerne zurückerinnere. Etwas Herzschmerz ist noch dabei, aber ich denke, der vergeht irgendwann.
Jedenfalls, ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung für Warcraft-Fußball jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Eines steht auf jeden Fall fest: Für mich wird es immer das beste Fußballspiel aller Zeiten bleiben.